Hallo meine Freunde, ich freue mich sehr, dass ihr heute hier bei mir seid. Stellt euch jetzt einen kalten Tag im Februar vor. Ihr seht große rote Herzen und schöne rosa Blumen. Es gibt süße Pralinen und kleine Zettel mit netten Worten darauf. Das ist der Valentinstag. Es ist ein Tag, an dem wir unseren Freunden und unserer Familie sagen, ich liebe dich. Aber habt ihr euch schon einmal gefragt, warum? Warum wählen wir genau diesen Tag, um die Liebe zu feiern? Warum schicken wir Karten an die Menschen, die uns wichtig sind? Ist es vielleicht nur ein moderner Feiertag, den die Geschäfte erfunden haben, um Schokolade zu verkaufen? Oder steckt dahinter eine tiefere, viel ältere Geschichte? Denkt einen Moment darüber nach. Jedes Jahr feiern Millionen Menschen auf der ganzen Welt diesen Tag. Aber die meisten von uns wissen nicht einmal wirklich, woher er kommt. Die Geschichte des Valentinstags ist wie ein großes Geheimnis. Eine Geschichte, die uns Tausende von Jahren zurückführt. Eine Geschichte voller römischer Feste, geheimer Hochzeiten und mutiger Helden. Eine Geschichte, die sich im Laufe der Jahrhunderte viele Male verändert hat. Heute machen wir gemeinsam eine Zeitreise in die Vergangenheit. Wir werden durch die Straßen des antiken Rom gehen. Wir besuchen die stillen Zellen alter Gefängnisse. Wir sehen die schönen Paläste von Königen und Königinnen. Und wir werden gemeinsam die Geschichte untersuchen, wie ein einfacher Tag zu einem weltweiten Fest der Herzen wurde. Meine Freunde, Geschichte besteht nicht nur aus Daten und Namen. Geschichte handelt von menschlichen Gefühlen. Es geht um unser Bedürfnis, miteinander in Verbindung zu treten. Also lasst uns unsere Reise beginnen. Lasst uns die Ursprünge dieses Tages der Liebe entdecken. Seid ihr bereit, die Geschichte dieses besonderen Tages zu hören? Lasst uns weit zurückgehen, vor die Welt, wie wir sie kennen. Stellt euch vor, wir sind vor 2000 Jahren in der Stadt Rom. Die Stadt ist voller weißer Steine und Marmor. Die Luft riecht nach Rauch von Holzfeuern und staubiger Erde. Es ist Mitte Februar, aber die Menschen denken nicht an rosa Herzen oder Blumen. Sie bereiten sich auf ein Fest namens Lupercalia vor. Dies war ein Fest, das die alten Römer feierten. Es war sehr anders als der heutige Valentinstag. Tatsächlich könnte man sagen, es war sogar ein wenig wild. Das Fest wurde abgehalten, um die Götter der Natur und die Gründer Roms zu ehren. Während der Lupercalia wollten die Menschen die Fruchtbarkeit feiern. Fruchtbarkeit bedeutet die Fähigkeit, neues Leben zu schaffen. Sie wünschten sich, dass ihre Ernten gut gedeihen und ihre Familien gesunde Kinder bekommen. Es war eine Zeit voller Energie und Bewegung. Römische Priester versammelten sich in einer heiligen Höhle. Sie führten Rituale durch, die uns heute sehr seltsam erscheinen. Man glaubte, dass diese Rituale die Stadt schützen und das Land fruchtbar machen würden. Nach den Ritualen rannten die jungen Männer durch die Straßen. Sie trugen kleine Lederstreifen bei sich und schlugen die Frauen sanft damit. Warum? Nach ihrem Glauben sollte dies den Frauen helfen, im kommenden Jahr Kinder zu bekommen. Es war ein Tag der Hoffnung für die Zukunft. Es gibt auch eine Legende über eine Art Ziehung. In einigen Geschichten zogen junge Männer den Namen einer Frau aus einem Krug. Diese beiden Personen wurden während des Festes ein Paar. Manchmal verliebten sie sich sogar ineinander und heirateten später. Wir sehen, dass Menschen durch diese Feste zusammenkamen. Wir sehen, dass Mitte Februar gefeiert wurde. Es war eine Zeit, um den Frühling und die Rückkehr des Lebens zu begrüßen. Vielleicht war es damals noch nicht romantisch im heutigen Sinne, aber der Samen war gesät. Die Idee des Paaresseins und neuer Anfänge existierte bereits. Aber wie verwandelte sich dieses wilde römische Fest? Wie wurde es zu einem so schönen Tag?
Um die Antwort zu finden, müssen wir uns die Geschichten der Männer namens Valentine ansehen. Wer war der echte, heilige Valentin? Das ist eine schwierige Frage, weil uns die Geschichte mehrere Personen mit diesem Namen nennt. Alle lebten vor langer Zeit, alle waren mutig und alle wurden zum Symbol der Liebe und des Glaubens. Die bekannteste Geschichte handelt von einem Priester namens Valentin, der in Rom lebte. Zu jener Zeit regierte Kaiser Claudius II. Claudius war ein harter Mann. Er wollte eine große und starke Armee für seine Kriege haben. Der Kaiser glaubte, dass unverheiratete Männer bessere Soldaten seien. Seiner Meinung nach konnte ein Mann mit Ehefrau und Kindern nicht riskieren, im Krieg zu sterben. Daraufhin erließ der Kaiser ein sehr strenges Gesetz. Jungen Männern war es verboten zu heiraten. Könnt ihr euch das vorstellen? Aber Valentin glaubte an die Kraft der Liebe. Er hielt das Gesetz des Kaisers für falsch und ungerecht. Im Dunkel der Nacht führte er heimliche Hochzeiten durch. Er vereinte junge Paare vor Gott. Er gab ihnen Hoffnung und eine Zukunft. Doch geheime Geschichten bleiben nicht für immer verborgen. Schließlich erfuhr der Kaiser, was Valentin getan hatte. Valentin wurde verhaftet und in einem dunklen Gefängnis dem Tod überlassen. Einer anderen Legende zufolge traf Valentin im Gefängnis die Tochter des Wächters. Das junge Mädchen war blind. Valentin war ein Mann von großem Glauben und Güte. Es heißt, durch seine Wünsche und Gebete habe sie wieder sehen können. Bevor er hingerichtet wurde, schrieb er ihr einen letzten Brief. Er unterschrieb ihn mit Dein Valentin. Habt ihr diesen Ausdruck schon einmal gehört? Wir benutzen ihn noch heute auf unseren Karten. Es war eine Botschaft von Freundschaft und Abschied. Ob diese Geschichten vollständig wahr sind oder nur Legenden, spielt keine Rolle. Ihre Bedeutung ist groß. Sie zeigen uns einen Mann, der bereit war, für die Liebe zu sterben. Sie zeigen, dass menschliche Bindungen für ihn mehr wert waren als grausame Gesetze. Valentin wurde zu einem Helden. Er wurde zum Märtyrer, also zu jemandem, der für das starb, woran er glaubte. Durch sein Opfer begann sein Name etwas Schönes zu repräsentieren. Mit der Zeit begann sich auch die Welt zu verändern. Das römische Reich verlor seine Macht. Das Christentum verbreitete sich und wuchs in Europa. Die Führer in der frühen christlichen Kirche hatten es schwer. Sie wollten, dass die Menschen der neuen Religion folgen. Aber sie wussten, dass die Menschen ihre alten Traditionen liebten. Das Volk wollte weiterhin seine alten Feste feiern, wie zum Beispiel die Lupercalia. Die Kirche tat etwas sehr Kluges. Sie gaben alten Festen eine neue Bedeutung. Sie übernahmen die Daten der heidnischen Feiertage und verwandelten sie in christliche Feiertage. Das Wort am heidnisch wird für alte Religionen verwendet, die Naturgötter und viele Gottheiten verehrten. Im Jahr 496 traf ein Mann namens Papst Gelasius eine große Entscheidung. Er wollte die wilden Rituale der Lupercalia beenden. Er erklärte den 14. Februar zum Valentinstag. Die Aufmerksamkeit des Volkes sollte sich auf die Heiligen richten, anstatt auf die alten römischen Götter. Anfangs verlief der Tag jedoch sehr ernst. Es war ein Gedenktag für den Märtyrer Valentin, ein Tag des Gebets und des Kirchgangs, noch kein Tag für Blumen, Schokolade oder romantische Treffen. Denkt daran, dass Geschichte in kleinen Schritten voranschreitet. Das Datum war festgelegt, der Name gewählt. Die Idee des Paares aus der Lupercalia blieb im Gedächtnis der Menschen. Aber nun war sie mit einem christlichen Liebeshelden verbunden. Hunderte von Jahren blieb der 14. Februar ein stiller, religiöser Tag. Eine Zeit,
über Opferbereitschaft und Glauben nachzudenken. Aber das menschliche Herz sucht immer nach Freude. Die Menschen spürten Mitte Februar immer noch das Herannahen des Frühlings. Sie hatten immer noch den Wunsch, ihre Gefühle füreinander auszudrücken. Sie warteten nur auf den richtigen Moment, damit die Liebe erblühen konnte. Sogar Bücher namens Valentine-Schreiber gab es. Menschen, die keine Gedichte schreiben konnten, ließen sich von diesen Büchern inspirieren und kopierten schöne Verse auf ihr Papier. Man könnte es als Trickseite für die Liebe betrachten. Stellen Sie sich vor, wie es war, einen solchen Brief zu erhalten. Man hielt ihn in der Hand und wusste, dass jemand an einen dachte. Man roch die Tinte, fühlte die Textur des Papiers. Es war eine sehr intime und persönliche Erfahrung. Im Laufe der Jahre stieg die Zahl der Menschen, die solche Notizen verschicken wollten, stetig an. Doch sie von Hand zu machen, dauerte sehr lange. Die Welt stand erneut vor einer Veränderung. Eine große Revolution stand bevor. Die industrielle Revolution. Diese Veränderung würde das stille Flüstern auf Papier nehmen und mit der ganzen Welt teilen. So begann die Geburt der modernen Valentinstag-Industrie. Bis dahin blieb die Liebe jedoch noch ein stilles Geheimnis, das handschriftlich geteilt wurde. Im 19. Jahrhundert begann die Welt sich schneller zu bewegen. Es war die viktorianische Ära. Fabriken wurden gebaut, Maschinen produzierten alles schneller als je zuvor. Und dies veränderte den Valentinstag für immer. Früher waren Karten handgefertigt und teuer. Nur die Reichen konnten sich Zeit und Material leisten, um sie zu verschicken. Doch durch neue Druckmaschinen konnten Karten in großen Mengen hergestellt werden. Sie wurden billiger und leichter erhältlich. In Amerika hatte eine junge Frau namens Esther Howland eine großartige Idee. Sie sah eine schöne und teure Karte aus England. Ich kann es besser machen und vielen Menschen verkaufen, dachte sie. Sie gründete ein Geschäft in ihrem Zuhause. Sie stellte Freunde ein, die mit ihr arbeiteten. Sie benutzten schöne Spitzen, bunte Bilder und glänzendes Goldpapier. Die Leute nannten sie Mutter des amerikanischen Valentins. Ihre Karten waren echte Kunstwerke. Gleichzeitig wurde auch der Postdienst besser und günstiger. In England wurde die Penny Post eingeführt. Das bedeutete, dass man für nur einen Penny Briefe überall im Land verschicken konnte. Plötzlich konnte jeder eine Valentinskarte verschicken. Millionen von Karten wurden per Post transportiert. Am 14. Februar war die Menge der Briefe so groß, dass Postboten zusätzliche Hilfe brauchten. Stellen Sie sich vor, wie aufregend das für die Menschen war. Zum ersten Mal konnte ein Fabrikarbeiter oder ein Haushaltsangestellter eine schöne Karte verschicken. Jetzt konnte jeder an der Tradition der Romantik teilnehmen. Die Menschen der viktorianischen Zeit liebten diese Karten. Sie waren oft sehr kunstvoll und emotional. Sie zeigten kleine Engel, blühende Rosen und goldene Herzen. Cupid war in der Antike der Gott der Begierde. Er schoss Pfeile, damit Menschen sich verliebten. Doch dies war auch der Beginn der Kommerzialisierung. Ein großes Wort, aber es bedeutete ein Feiertag in eine Geschäftsmöglichkeit verwandeln. Einige Menschen vermissten die alten handgemachten Notizen. Sie glaubten, dass die Maschinen den persönlichen Touch nahmen. Aber dieser Trend war nicht aufzuhalten. Der Valentinstag war nicht mehr nur eine kleine Tradition für Dichter und Könige. Er wurde ein Feiertag für alle. Mit dem Eintritt in die Moderne wurde er ein weltweit gefeiertes Fest. Und im 21. Jahrhundert wurde der Valentinstag zu einem der größten Feiertage der Welt. Er beschränkte sich nicht mehr nur auf Karten. Schokolade, Schmuck
und teure Abendessen kamen hinzu. Große Unternehmen erkannten, dass die Menschen glücklich sind, Geld für ihre Liebsten auszugeben. In den 1900er Jahren begannen Schokoladenfirmen, herzförmige Schachteln herzustellen. Blumenhändler züchteten nur für diesen Tag Millionen roter Rosen. Doch der Valentinstag verbreitete sich auch in andere Kulturen. In vielen Ländern nahm der Feiertag neue und interessante Formen an. In Japan schenken am 14. Februar oft Frauen Männern Schokolade. Einen Monat später, am White Day, schenken Männer Frauen Geschenke. In Südkorea gibt es im April den Black Day. Das ist für alleinstehende Menschen, die kein Geschenk bekommen haben. Sie feiern zusammen, indem sie schwarze Nudeln essen. In den letzten Jahren hat sich der Feiertag erneut verändert. Jetzt gibt es den Galentine's Day, ein Tag, an dem Frauen ihre Freundschaften feiern. Liebe bedeutet nicht nur Romantik, es geht auch um Freundschaft, Familie und Freundlichkeit. Denken Sie über Ihr eigenes Leben nach. Der Valentinstag hat eine Reise von der Antike Roms über die Federn der Dichter bis zu unseren modernen Smartphones gemacht. Tausende Jahre hat er überdauert. Er hat sein Gesicht oft verändert, aber seine Seele blieb immer gleich. Jetzt müssen wir uns fragen, warum feiern wir immer noch? Wir haben das Ende unserer Zeitreise erreicht. Wir haben wilde römische Feste und heimliche Hochzeiten gesehen. Wir haben schöne handgemachte Spitzen und moderne Schachteln voller Schokolade gesehen. Die Geschichte des Valentinstags ist lang und verschlungen. Eine Mischung aus Religion, Legenden, Poesie und Handel. Das menschliche Herz verändert sich nicht. Wir alle haben ein tiefes Bedürfnis, gesehen zu werden. Wir alle haben ein tiefes Bedürfnis, geliebt zu werden. Das Leben kann manchmal sehr schwer und einsam sein. Der Valentinstag gibt uns die Gelegenheit, einen Grund zu haben, uns zu zeigen. Er gibt uns die Erlaubnis, emotional zu sein. Wie ein kleines Licht mitten im dunklen Winter. Er erinnert uns daran, dass Liebe das Wertvollste ist, was wir haben. Denken Sie daran. Liebe ist eine Sprache, die jeder spricht, egal ob in New York, Tokio oder London. Wir alle verstehen das Gefühl eines klopfenden Herzens. Wir alle verstehen die Freude an einem schönen Wort. Ob Sie einen romantischen Partner haben oder nicht, dieser Tag ist für Sie. Ein Tag, sich selbst zu lieben. Ein Tag, Ihre Eltern oder besten Freunde anzurufen. Ein Tag, sich daran zu erinnern, dass Sie Teil einer langen Geschichte menschlicher Bindungen sind. Also, das nächste Mal, wenn Sie ein rotes Herz in einem Schaufenster sehen, denken Sie nicht nur an Schokolade. Denken Sie an den mutigen Priester Valentin. Denken Sie an die Vögel, die ihre Partner auf Bäumen wählen. Denken Sie an den Herzog, der Briefe aus seiner Gefängniszelle schrieb. Jetzt sind auch Sie Teil dieser Geschichte. Mit jeder guten Tat halten Sie den Geist des Feiertags lebendig. Liebe ist nicht nur ein Tag im Kalender. Liebe ist eine Wahl, die wir jeden Tag treffen. Ich hoffe, diese historische Reise hat Ihnen gefallen. Ich hoffe, sie macht Ihren 14. Februar ein wenig besonderer. Gehen Sie jetzt und wenn Ihr Partner bei Ihnen ist, umarmen Sie ihn. Wenn er weit weg ist, schicken Sie eine Nachricht. Denn denken Sie daran, das Leben ist schön, wenn man liebt. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, vergessen Sie nicht, es zu liken, zu kommentieren und meinen Kanal zu abonnieren. Bleiben Sie gesund und haben Sie einen glücklichen Tag.